Guten Morgen Leute, heute bin ich ja in Büchelberg und werde gleich mit dem Linienbus nach Passau, vielleicht aber auch noch nach Deggendorf, entweder zusammen kombiniert in einem Video oder in zwei. Müsst ihr mal schauen, was für Aufnahmen ich da erleben werde. Und ihr werdet immer dabei sein, wenn ihr dran bleibt. Alles nach dem Intro und ich warte hier auch schon auf den Bus. So, bis später. So, das ist ja die Haltestelle Gutwiesener Straße. Büchelberg Post heißt auch die Haltestelle oder Ostbayernbus. Achso, Ostbayernbus ist der Betreiber von der Deutschen Bahn sogar. Oha. Ich habe geguckt, der müsste in 2-3 Minuten kommen, wenn er keine Verspätung hat. Mal schauen, was für ein Bus es sein wird. Ja, es ist ein MAN nach Passau, mit dem fahren wir jetzt. So Leute, ich bin nicht undercover unterwegs, sondern hier ist noch Maskenpflicht. Ich bin ganz hinten, wartet mal. So, erste MAN, wie ihr sehen könnt. Nächster Halt, Kreuzstraße, Tankstelle. Mit Doppelachse. Da kann man richtig so schön sehen. Hier ist für die eine Achse und da für die andere Achse. Ja, schöne Sitzgruppe hier hinten. Ja, ganz schön lang. Hat man auch selten, habe ich auch noch schon lange nicht gesehen. So ein MAN. Ja, als 15 Meter Bus. Der hat hier so Panoramadach. Hat der Kollege wohl aufgemacht, damit ein bisschen Luft reinkommt. Ja, ich habe mich mal bewusst erstmal nur ganz nach hinten gesetzt, weil Deutsche Bahn und so, da weiß man nie, darf man aufnehmen, darf man nicht aufnehmen. Aber von hier hinten ist auch nur ein Fahrgast im Moment drin und ich. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Passau und schauen mal, was es so gibt. Ich gehe mal wieder nach vorne. Dann kann ich vielleicht von vorne euch auch noch was zeigen, wenn der Fahrer das erlaubt. So, ich habe mal geguckt, der hat 53 Sitzplätze, 74 Stehplätze und ein Rollstuhlbus. Hier ist der andere Kollege unterwegs. Ja, der fährt sich ganz gut. Mal schauen, was es noch so gibt. Genau. Leute, der Kollege, der hat mir erlaubt, ein bisschen aufzunehmen, aber schaut mal, das sind hier wirklich teilweise wie in der Schweiz, wo ich euch mal gezeigt hatte, die Kurven und so. Gleich kommt auch noch ein LKW da oben, sehe ich gerade. Mal gucken, ob der uns gleich entgegenkommt. Aber der Kollege fährt gut. Ich darf den auch so ein bisschen aufnehmen. Der fährt schon 27 Jahre hier bei dieser Firma und beklagt sich so wie oft, wie andere Busfahrer auch, über den Lohn. Ist echt ein Hungerlohn, selbst hier in Bayern. Verdienen die auch nicht mehr wie wir in NRW. Ach, der LKW ist jetzt vor uns, den hatte ich vorhin gesehen. Aber schöne Gegend auf jeden Fall. Aber als Fahrer, Leute, ihr müsst wirklich aufpassen, wenn ein größeres Fahrzeug euch entgegenkommt und wenn ihr auch noch den längsten habt. Also ich meine nicht den längsten, sondern als Fahrzeug, den mit 15 Metern. Obwohl der so lang ist, Leute, der kommt wirklich über in die Kurven und so richtig schön überall rum. Hier steigt jemand ein, müssen wir blenden. So, und, das ist doch schon mal eine schöne Gegend hier, oder? Schönes Serpentinen runter, nach Passau hin. Ja. Und der MAN, der fährt sich wirklich gut. Der kommt schön in die Kurven. Bin mal gespannt, wenn er gleich in der Stadt ist, wie der in der Stadt sich verhält, dieser 15 Meter Bus. Aber das hier ist doch schon mal richtig gut. Passau ist auch schon ausgeschildert. Yep. Sehr schön. So Leute, wir sind in Passau angekommen. Jetzt fahren wir gleich zum Bahnhof. Aber der MAN, der hat mich echt überrascht. Der fährt wirklich gut. Und hier sind wir auch schon am Anleger.
Hier ein Mercedes Travego Viking Cruise, der ist aber einheimisch hier von Passau. Okay, schönen kleinen 12 Meter Bus, der ist in Ordnung, der kommt hier überall hin. Hier sind wir schon an der schönen Donau. Ja. Aber ich freue mich schon auf den Bahnhof. Hoffentlich sehen wir diesmal mehr Busse als letztes Mal. Nächster Halt. Passau, Rathaus. So, jetzt sehen wir schon die ersten Busse. Die haben hier Farben blau und ja, dunkelblau und hellblau. Nächster Halt. Der Donau. Passau am Schanze. Ja. So, da kommt noch so ein MAN. Ja. Wenn du Parkplatz suchst, musst du auf diese Spielplatz-Spur gerade hinter. Ungefähr 3-4 Kilometer, da kommt auf der rechten Seite kommen Parkplätze, da musst du rumfahren. Alles klar, ich danke dir. Eine bisschen engere Gasse, sag ich mal, aber der kommt tatsächlich überall richtig gut rum, dieser MAN. Jo. Und vor uns ist auch schon der Bahnhof. Da fahren auch die Reisebusse ab. Und natürlich die Linienbusse. Ich bedanke mich bei dir, dass ich hier aufnehmen durfte. Wenn du mir noch deinen Namen verrätst, dann weiß ich, wie du heißt. Walter. Der Walter. Ja. Alles klar, Walter. Ich wünsche dir noch eine gute Fahrt. Dankeschön. Und ich schaue mal weiter, dass ich hier alles aufnehme für euch, Leute. So, da fährt er hin. Da war wirklich ein sehr schöner Bus. Mal gucken, ob wir davon noch ein paar mehr sehen. So, ich bin jetzt mal hier hochgelaufen. Hier unten bin ich ja ausgestiegen. Also wenn ihr mal hier aussteigen solltet, hier sind die ganzen Buslinien. Da braucht ihr einfach nur hier die Treppe hier hochlaufen und seid dann schon direkt hier am Bahnhof. Da gehen wir jetzt mal rein. Im Moment mit Bussen ist hier noch nicht viel los. Ich versuche gleich mal weiterzufahren nach Deggendorf. Ist ja ein bisschen größere Stadt. Mal gucken, was da so rumfährt. Aber vorher schauen wir uns natürlich auch den Bahnhof an, was für Züge hier sind. So, wir laufen auch schon direkt rein. Da hinten steht schon direkt. Hier könnt ihr übrigens sehen, direkt ein Reisezentrum. Direkt hier vorne. Auch mit den ganzen Fahrkartenautomaten. Busabfahrtspläne, Nachtexpress. Fußweg zum zentralen Omnibusbahnhof. Die haben noch einen zentralen Omnibusbahnhof. Okay. Entweder wird er noch gebaut oder das ist das hier. Ja, bin mal gespannt. Ja, wir gehen mal raus zu den Gleise. Mal gucken, was da so alles zu sehen ist. Gerade raus fährt schon direkt so ein Güterzug für den einen Kollegen. Der hat immer Glück. Der sieht auf jedem Video einen Güterzug. Ach, dahinter war direkt dieser ICE, aber ein älteres Modell. Ja, so langsam kenne ich mich da aus. So Leute, hier ist gerade so ein Regio angekommen. Ich denke mal, alle auch mit dem 9-Euro-Ticket, wie ihr sehen könnt. Jede Menge Leute, ja, die natürlich hier Passau besuchen wollen. Ja, ist ja auch eine Drei-Flüssen-Stadt, so nennt das sich, weil ja 3 Flüsse in eine Donau fließen. Schaut mal, ganz hinten habe ich was entdeckt. Da hatte letztens mir mal einer gesagt, das ist so eine Speziell-Lok. Die wird da direkt geladen und so. Und bei Notfall oder für die ICEs wird der wohl eingesetzt oder so. Wenn es das ist, der steht da nämlich so ganz verlassen da irgendwo und wartet wohl auf seinen Einsatz. Aber von hier aus könnt ihr schon die Bremsscheiben, schaut mal, mal gucken, ob ich das noch näher zoomen kann. Ah, sieht man sehr schlecht, kann man von hier aus sehen. Wirklich ein besonderer Zug, denke ich mal. Die Trainspotter, die werden das bestimmt
erkennen. Aber mein Zug nach Degendorf, das dauert noch ein bisschen. Deswegen laufe ich noch so ein bisschen in die Stadt. Bin aber rechtzeitig wieder für euch da, wenn der Zug kommt. So, hier habe ich mal so einen Citybus entdeckt. Das scheint hier so ein exotischer zu sein hier. Das ist der türkische Bus. Heuliciubus oder so. Habe ich auch noch nie gehört. Hört sich wie holländisch an. Heuliciubus. Wenn das einer kennt, Leute. Guck mal, ich stehe gerade hier an so einer Haltestelle. Die bin hier oben. Ja. Den schaue ich mir natürlich gleich nochmal an, wenn ich den irgendwo sehe. So Leute, ich laufe mal so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wohin die Reise hier führt. Doch, hinten kann ich schon sehen. Ich hatte euch doch gerade gezeigt, neue Zop wird gebaut und so. Ich glaube, ich habe den da hinten gefunden. Aber vorher schaut mal, was ich hier gefunden habe für die Trainspotter. Das ist das gleiche, was ich versucht hatte gerade aufzunehmen. Der steht hier so verlassen, aber ich denke mal, der wartet auf seinen Einsatz. Ja. So, ich habe die Befürchtung, dass hinten der neue Zop ist. Ja, da kommen auch schon die ersten Busse. Letztes Mal, wo ich in Passau war, gab es das nicht. Oder ich habe das nicht gefunden gehabt. Hat sich auf jeden Fall viel geändert. Ich denke mal, hier werden wir einige Busse gleich sehen. Das sieht doch schon mal schön aus, Leute, oder? Schaut mal, wie so ein Bermuda-Dreieck. Ja, jetzt, okay, ist ein bisschen dunkel. Ich muss mal von der anderen Seite euch das zeigen. Aber das hier habe ich letztes Mal nicht gesehen. Jetzt sind wir mal hier und schauen mal an, was es hier so alles noch gibt. Aber wie gesagt, hier auch wieder verschiedene Farben, verschiedene Unternehmen, denke ich mal. Blau, dieses hellblau oder rosablau, keine Ahnung, babyblau, nicht rosablau. Das sind, glaube ich, die Stadtwerke-Busse. Und dann haben wir natürlich hier, okay, da ist nur die Werbung, ist auch Stadtwerke. Ja, ich gucke mal, dass wir hier noch ein paar Busse zu sehen bekommen. Hat man ja auch selten, dass man öffentliche Toiletten hier direkt am Bahnhof hat. Da muss man ja immer sofort suchen und so, aber hier gibt es extra sogar für WC, für Rollstuhlfahrer und so. Hier haben wir noch ein älteres Modell, so ein Citaro 1er ist das, sehe ich an den Lichtern. Wartet hier auch auf seinen Einsatz. Da vorne ist bestimmt der Busfahrer, der raucht sich da ein. Ohne Fragen sollen wir den ja nicht filmen oder sollte man nicht filmen. Ja, deswegen gehen wir mal auf die andere Seite. Ja, das ist er, wie ich das schon vermute, aber der macht es richtig. Vor dem Bus, auch nicht, wenn die Türen auf sind oder so. Wenn er unbedingt rauchen muss, dann kann er das da machen. Hier haben wir noch so ein schönes älteres Modell. Ja, hier dürfen die Busfahrer wohl auch mit kurzer Hose. Auch nicht schlecht. Ich laufe aber jetzt wieder rüber zum Bahnhof, sonst verpasse ich nämlich gleich den Zug. Hier die Busse, die hatte ich euch ja versucht schon mal in einem anderen Beitrag zu zeigen. Da, wo die noch nicht gestreikt hatten. Aber jetzt haben wir auch ein paar hier gesehen. Mich interessiert in Degendorf, ob da noch was Schönes gibt. Ah, hier kommt noch so ein Urbino Solaris, der 12er. Ja, jetzt habt ihr wenigstens auch mal älteres Modell, neues Modell und ein Solaris gesehen. Und diesen einen komischen Fehicius oder wie der heißt. Und sogar noch ein LKW fährt jetzt hier noch ins Bild. Aber wie gesagt, ich interessiere mich auch für Degendorf. Da gibt es bestimmt noch ein paar interessante. Da kommt sogar noch ein Urbino 18 ist das, glaube ich. Ja, als Gelenk, genau, Urbino 18. Also die haben hier auch gemischt alles. Gemischtes Fuhrpark. So, ich habe noch einiges zu laufen. Vorne ist der Bahnhof. Hier auch noch mal so ein schönes Bild mit den ganzen Gleise. Ja, und da hinten ist ja auch der Bahnhof. Ich muss zu Gleis 3, wenn ich das noch in Erinnerung habe. Ja, und dann schauen wir mal. Ich denke, was macht denn mein Volvo ohne mich hier? Aber nein, das ist ein Mercedes Travego Turismo sogar, okay, aber auch in Farben gelb. Ich denke schon, was macht der Volvo hier? Aber wenn ihr mal gemerkt habt, hat sich hier doch viel geändert, Leute, oder nicht? Bin gleich hier am Bahnhof, deswegen kann ich euch das noch zeigen. Wo ich letztens hier war, sah das alles ganz anders aus.
Es scheint mir, dass sie das hier alles neu gemacht haben. Ja, müsste ich mir das andere Video mal anschauen, um zu sehen, ob das auch stimmt. Habt ihr gesehen, hier die Busfahrer sind sogar angeschnallt. Das ist sogar der mit Fahrrädern. Da kann man noch Fahrräder und so mitnehmen. Ja, aber angeschnallt, okay, wenn es sein muss. So, angekommen, 10:26 Uhr Richtung München. Wird wohl ein Zug fahren. Ich weiß nicht, ob das der ist. Ist das überhaupt der mit der Hamsterbacke, wo ihr gesagt habt, Hamsterbacke? Keine Ahnung. Ich gehe mal näher dran, um zu gucken, ob der das ist. Vielleicht ist er auch schon da und wartet nur darauf, dass wir einsteigen. Das kann auch sein. Ich muss allerdings in Plattling oder so aussteigen und umsteigen. So Leute, das war der RE3 nach München. Aber wir fahren natürlich nicht nach München. Wie gesagt, Plattling steigen wir aus. So, bis dahin. So Leute, angekommen, müssen wir jetzt umsteigen in Gleis 5. Da kann man sehen, vieles weg. So, wir sind in Plattling und das geht weiter gleich nach Deggendorf mit dem Grünen hier. Anscheinend ja. Okay. So Leute, da steht hier schon so ein grüner. Allerdings ist das kein Flixtrain, sondern Waldbahn.de. So schaut das Teil aus. Der fährt weiter nach Deggendorf. Ja, auch ein schöner Train. Keine Ahnung, was für ein Modell und so. Getriebeöl einfüllen sehe ich da hinten. Könnt ihr mal so sehen, hier so zum Abschleppen, Anschnallen und so was alles. Wirklich sehr interessant. So, auf geht's. So Leute, angekommen mit dem schönen grünen So, es geht direkt weiter. Ich kann auch schon sofort sehen, wo die Busse abfahren. Ich habe schon sehr interessante Busse gesehen. Mal gucken, wenn die Menschenmenge hier vorbei ist, dann kann ich sie euch auch zeigen. Und zwar ein MAN, aber ganz komische Form hat der, so richtig rund, aber mit 3 Achsen, also ein 15 Meter Bus. Ja, so schaut's aus. Und auf der Seite haben wir sogar noch einen Van Hool. Da wird der Reinhard sich freuen, wenn er mal wieder so einen Van Hool Bus sieht. Ja. Dann gibt es hier noch so einen Schienenersatzverkehr nach Waldbahn, Schienenersatzverkehr Zwiesel. Aber da wollen wir ja nicht hin. Auch ein schöner VDL Doppelachser, damit natürlich viele Fahrgäste mitgenommen werden können. So, jetzt muss ich mich selber mal orientieren, wie ich von hier so in die Stadt oder so komme, damit ich euch auch ein paar Linienbusse zeigen kann. So, ich habe mich mal schlau gemacht. Ich brauche nicht mit einem Bus oder so fahren. Hier die Straße entlang, da steht auch schon drauf Zentrum. 10-15 Minuten ist man da. Aber ich gucke noch mal, was für Busse hier rumstehen. Das scheint ja hier eben halt der ZOP zu sein von Deggendorf. Hier kann man schön sehen, wie die hier um die Kurve hier fahren. Den haben wir ja gerade schon gesehen. Und da kommt gleich der VDL auch. Mal gucken, ob der da rumkommt. VDLs haben eigentlich nicht so einen besonders guten Wendekreis. Mal gucken, ob er hier über den Bordstein mit dem Überbau fährt oder... Ja, vorsichtig. Ja, hat geklappt.
Okay, hinten war ja auch noch richtig viel Platz. Ansonsten hätte er Probleme, oder sie, es ist eine sie, Probleme gehabt. Aber da ganz hinten habe ich noch so einen Vereinsbus, glaube ich, gesehen. Irgend so ein Eislaufverein, da laufe ich jetzt mal hin. Mal gucken, was es auf sich hat mit dem Vereinsbus. Oder die machen nur Werbung dafür. Das sehen wir aber gleich. Mehmet OE ist ja immer interessiert an so Sachen, was speziell eben halt ist. Hier, DEG wie Degendorf. So, was ist das für einer? Mückinghausen. Ist auch eine Mücke drauf. Ja, auch nicht schlecht. Ne? So einen schönen Turismo mit einer Mücke drauf. So, und das hier, Reichenau-Wallendorf, Eislaufverein Dingolfing e.V. Ja, es ist tatsächlich nicht nur Werbung, sondern ein Eislauf-Vereinsbus. Auch so einen schönen Turismo, denke ich mal, ist es diesmal. Ja, will ich mich nicht festlegen, aber der fährt hier auch noch Linie. BMW-Linie 923. Schön. Aber ich gucke nochmal an, ob das tatsächlich ein Turismo ist oder so. Ich sage euch das gleich. Wartet. Hier könnt ihr selber nochmal sehen. Ein Turismo. Die unterscheiden sich kaum. Muss man echt richtig mal hingucken, was das für einer ist. So, dann fahre ich mal, obwohl der fährt jetzt ins Zentrum, hätte ich mitfahren können. Kann ich ja auf den Rückweg machen. Ah, der fährt aber auch richtig. Oh, hier ist noch jede Menge Platz gewesen, Junge. Ja, der fährt hier gleich rum. Aber da ich ja so gerne laufe, laufe ich dann gleich ins Zentrum. Ich denke mal, da werden Linienbusse fahren. Oder eben halt auch hauptsächlich vielleicht nicht Niederflur, sondern solche Überlandbusse. Das hier wäre ja für die Stadt gut geeignet. Mal schauen, was es da gleich noch alles gibt. Bleibt dran. So Leute, das sieht doch schon mal so ein bisschen nach Stadt aus. Wenn ihr mal so eine Kirche seht, dann seid ihr schon ganz nah da drauf. Und hier kommen auch schon die ersten Busse. Aber viel Überlandbusse, habt ihr mal gemerkt. Ja, weil die einzelnen Städte wohl nicht direkt nebeneinander sind wie bei uns. Heute habe ich mein Mikrofon vergessen. Hoffentlich haben wir nicht so viel Rauschen drin. Sonst muss ich es nachvertonen. So, was haben wir denn hier? Stadtgraben, Stadtplätze, Stadthalle. Ja, ich guck mal. Mal gucken, immer den Bus hinterher, glaube ich. Ach, das ist doch der mit der Mücke. Also bis jetzt habe ich noch nichts Vernünftiges gefunden hier in der Stadt. Nur, was ein bisschen seltsam ist, hier ist so eine Fußgängerzone. Aber die Busse dürfen hier lang fahren. Und hier ist auch eine Bushaltestelle. Bleibt mir also nichts anderes übrig, als hier zu warten, um zu sehen, was für ein Bus denn hier diese engen Gassen hier fährt. So, ich bin ja ein Stück weiter gelaufen, aber immer noch diese Fußgängerzone entlang. Und tatsächlich ist hier auch noch mal eine Haltestelle, wo hier der Bus hier halten kann. Und mal gucken, dann könnte der hier einfach geradeaus weiterfahren. Wo ich euch das gerade gezeigt hatte, der darf da nämlich lang fahren. Ja, ich glaube nicht, dass er hier in diese enge Gasse reinfährt. Das schauen wir gleich mal. Ach so, von der Seite geht es noch weiter. Ah, okay. Ah, die andere Seite ist Einbahnstraße und von der Seite kann er, glaube ich, dann auch noch mal reinfahren. Ja, jetzt verstehe ich den Sinn. Die 2 von der Seite, da kommt die 1 gleich von der anderen Seite. Gut. Der dürfte nämlich dann auch gleich kommen, weil 11:45 war der. Und ich dachte schon, kommt dann noch ein Bus, aber nein, das ist nur auch ein MAN Lions Truck. Ja, der fährt hier auch einfach mal durch die Fußgängerzone. Hier ist wieder diese Mückenhausen, diese Mücke, kann man gerade mal hier von links, östliche Stadtgraben. Ja, ist alles verzwickt hier, ich muss selber mal durchgucken, also bis jetzt noch nichts Vernünftiges gesehen. Da geht es zum Zentrum, zur A3, Landshut und so. Aber ich will jetzt unbedingt mal wissen, welcher Bus hier herkommt.
So Leute, ich habe mich jetzt mal hier hingesetzt, aber dieser Mücke, der verfolgt mich immer wieder. Da ist aber ein anderer Bus, aber der hat wohl eben halt, weil er Mückemeier heißt oder so, hat er seine Mücke immer oben drauf. Ja, das ist die rechte Seite von der Haltestelle und nachher links ist die andere Haltestelle, aber mitten in der Fußgängerzone. Ja. So, hier kommt der nächste Bus, auch hier durch die Fußgängerzone. Ein schönen Citaro Hybrid. Aber der, auf den ich warte, der hat entweder Verspätung oder der kommt hier nicht hin. Zum Oberstadtplatz West. Wollt gerne mal wissen, wer hier hinkommt. Ansonsten fahre ich gleich mit der 2 zum Bahnhof zurück. Da kommt die 2, aber das ist eben halt die andere Seite zum Zentrum hin. Auf den habe ich gewartet, aber ich warte auf den, der auf die andere Seite kommt, damit ich mit dem zurückfahren kann. Auch ein Citaro Hybrid. Der muss hier natürlich immer schön höllisch aufpassen, weil das hier alles so eng ist und so. Ja. Einfach mal durch die Fußgängerzone. Ja, anders geht's nicht. Das ist auch, glaube ich, hier das Zentrum. Da wollen noch welche rein. Schnell, schnell, Oma. Ja, Opa auch noch hinterher. Der hat die Maske schon fast auf. Ja, auch hier ohne Maske geht da nichts. Ja, die haben jetzt vergessen. Die zieht noch schnell auf, die Maske. Und auf geht's. So, wenn ich mir mal den Kopf gesetzt habe, das mache ich auch. Ich wollte auf den unbedingt warten, habe ich gemacht. Schön an der Kirche hier. Marktplatz ist ja auch dahinter. Ich laufe jetzt zu meiner Haltestelle und warte auf den, mit dem ich zum Bahnhof fahre. So, da kommt mein Bus. Diesmal nehme ich mal die 1. Aber der Kollege, der kriegt hier sogar einen Strafzettel, weil er der Bus hier knapp hier dran vorbei muss. Aber der Kollege macht Augen zu und durch und passt. So, dann steigen wir mal ein mit Maske. Einfach mal so durch die Fußgängerzone. Ich habe gerade erfahren, die haben auch tatsächlich einen Zopp. Da fahren wir jetzt hin. Vielleicht sehen wir da ja mehr. Die Frau hat sich aufgeregt, weil der Hund nicht mit durfte. Sehr wahrscheinlich dürfen Hunde nicht mit hier in Bayern. Also Leute, ich habe gerade noch mal gefragt. Nicht wegen nur den Hund, sondern wenn es kleine Hunde sind, ja. Aber ansonsten mit Maulkorb, sonst dürfen die nicht in den Bussen. So, ich habe den Busbahnhof gefunden. Die haben tatsächlich hier einen Busbahnhof. Also ich bin ja mit diesem Bus hier gefahren, mit dem Hybrid. Der war eigentlich ganz okay. Zu Fuß habe ich es hier auch wieder 10 Minuten. Aber hier fährt eigentlich jedes. Und dieses Mückenhausen ist auch schon wieder hier. Ja, der verfolgt mich, die Mücke. Ja, ich habe aber, wie ihr sehen könnt, ungelogen, extra so ein Mückenspray für den geholt. Ich komme auf Ideen. Ja, mal gucken, was hier noch gleich noch anhält. Und ansonsten laufen wir weiter. Hier steht auch noch einer und der macht hier Pause. Auch einer von Mückenhausen. Scheint wohl hier ein richtig gutes Busunternehmen zu sein. Aber ich habe mir Degendorf eigentlich größer vorgestellt und dass hier viele Busse und so lang fahren. Aber jetzt im Moment fahren hier nur die Mücken oder die fliegen hier nur die Mücken durch die Gegend. Okay. Hier kommt wieder so einer, den haben wir doch vorhin gesehen, BMW-Linie. Ja, aber diesmal keine Mücke. So sieht es aus, wenn ihr euch mal orientieren müsst. Die haben auch hier so einen Wabenplan mit den ganzen Wabennummern.
Und ansonsten nicht allzu viel los hier. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber ich werde jetzt mal mit diesem Mückenhausen mal fahren. Ja, mit einem schönen Mercedes, ein Überland oder besser gesagt ein Reise-Air. Und der nimmt mich mit zum Bahnhof. Dann steigen wir mal ein und wir können uns hier mit Maske natürlich, ja, so sieht das Teil aus hier von innen. Ja, jetzt sind wir auch mal in einem Turismo drin. Oder Travego, keine Ahnung was das ist, habe ich doch gar nicht geguckt. Aber ich meine, das wäre ein Turismo gewesen. Ganz normaler Reisebus, wie ihr sehen könnt. Allerdings Überland. 100er Zulassung. Alle natürlich mit Anschnaller, Fußstützen, Toilette. Ganz normaler Reisebus. Auch natürlich hier 220 Volt. Ja, da fahren wir mal hier mit zum Bahnhof. Ist nicht weit, aber ich darf den Kollegen mal hier so über die Schulter gucken. Im Moment kommt hier noch so ein Crossway, ein Iveco, der fährt auch zum Bahnhof. Hätte ich auch mitfahren können, aber ich habe mich mal entschlossen, hier mit diesem Teil mitzufahren. Wir wollten uns ja so ein Teil mal kaufen, wie ihr wisst, aber schaut euch mal diese Beinfreiheit an, gar nichts. Ja, so kann man nicht reisen, aber so für kurze Fahrten und so ist der natürlich nicht schlecht. So Leute, der lässt sich richtig gut fahren, der Turismo, aber den hatte ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Aber für Reise, so mit Beinfreiheit und so, ist der nichts für ältere Leute. Und wir sind auch schon hier am Bahnhof angekommen. Dann werde ich gleich wieder mit dem Zug weiterfahren, mit der Waldbahn. Der Grüne, der steht sogar noch da gerade. Und ja, schön dranbleiben. So, da fährt der Turismo weiter und ich bin jetzt hier auch wieder angekommen. Und guck mal, wie ich hier gleich wegkomme. Die ganzen Busse, die wir vorhin schon gesehen haben, die kommen jetzt auch hier hin. Und die Waldbahn, die steht da. Vielleicht ist das auch schon der richtige, direkt Richtung Passau. So, ich habe mich mal schlau gemacht. Es ist nicht diese Bahn, die da auf der anderen Seite steht, sondern die kommt gleich hier hin. Und zwar Richtung Plattling. Und da muss ich ja umsteigen. Dann weiter nach Passau. Dann warten wir mal. Aber die Zeiten sind auch so gekoppelt. Die wissen ganz genau, wann ein Zug oder so kommt. Deswegen treffen sich dann auch hier so viele Busse auf einmal, damit man schön umsteigen kann. Yep. So Leute, da kommt die Waldbahn. Genau pünktlich. 1 Minute noch zur Abfahrt und er ist schon da. Wunderbar. Da fahren wir gleich mit und dann steigen wir wieder in Plattling oder wie das da heißt aus. Und Retour erstmal nach Passau und dann weiter mit dem Bus nach Büchelberg. Jawohl! Hier haben wir jetzt auch die Möglichkeit, mal so ein Schaltpult hier von so einem Führerhaus zu sehen. Sieht doch mal nicht schlecht aus, das Dashboard, oder? Mit kmh-Anzeige und Strom und alles, was es so gibt. Wäre auch schon mal interessant, bestimmt hier mal die Sicht von hier oben zu sehen. Yep. Okay, auf geht's. Also Leute, der Fahrer, der ist einfach ausgestiegen, von vorne nach hinten, wie ich euch das gerade gezeigt habe. Und jetzt fährt er wieder Retour. Auch nicht schlecht. So, wieder angekommen in Plattling. Aber das Schönste hier dran ist, diese Haltestellen, Ankunft, Abfahrt, ne, die ändern sich nie. Also man, egal in welche Bahnhof man ist, man kann sich immer sofort orientieren anhand der Zeiten, Gleise. Ich habe nachher den, habe ich gerade schon geguckt, 14:04 Uhr. 4 wäre der IC, aber 14:04 Uhr gibt es noch einen Richtung Passau Hauptbahnhof. Da wollen wir ja hin. Sogar, wann wir da sind, 14:39 Uhr von Gleis 1. Und Gleis 1 ist auch direkt hier. In der Zeit können wir uns ja mal hier Plattling angucken, was für ein Bahnhof das ist und was es hier so gibt. Ich habe ja noch halbe Stunde Zeit. Ach, die haben hier sogar Busse da draußen. Ging da einfach mal durchgelaufen, war nichts Besonderes.
Aber die haben hier auch einen schönen Busbahnhof, wie ihr sehen könnt, mit 5 Stellplätzen oder 6 sogar. Hinten ist noch eins, glaube ich. Ja, und dann kann man hier seine Fahrt weiter fortsetzen. Schöner kleiner Ort, Plattling, habe ich bis jetzt auch noch nie gekannt. So, was ist das für ein Bus hier? Ganz normaler Mercedes. Da fährt gerade so ein Autozug. Letztens hatte ich euch, Österreicher ist das sogar. Ja, der fährt bestimmt jetzt nach Österreich oder so. Letztens, wo ich in Altona war, in Hamburg, da war die Gelegenheit eigentlich, wie so ein Autobus befüllt wird. Ne, die wollten in die Schweiz und nach Österreich, sind dann da drauf gefahren, aber habe ich versäumt, euch das aufzunehmen. Aber schaut mal, wie viele Autos hier mitfahren können. Ja. Beim Warten habe ich natürlich noch so einen Güterzug erwischt. So, meiner müsste jetzt auch gleich kommen. Und hier steht auch noch so ein schönen DB Bahnland Bayern Bus. Bus sage ich schon. Ich bin immer noch mit Bus dran, Leute. So, ich habe lange gewartet, bis meiner kommt, damit wir hier 2 Züge gleichzeitig aufnehmen können. Aber das dauert noch ein bisschen, weil er Verspätung hat. Aber dafür können wir sehen, wie der in Richtung Dortmund über Nürnberg fährt. Aber doch, ich habe Glück, auf der anderen Seite, da kommt auch noch was. Das wollte ich eigentlich so hinbekommen, dass 2, 3 sogar. Ey, jetzt haben wir aber richtig Glück. Schaut mal, Leute. Der eine fährt und 2 kommen. 2 ICEs und ein Regio. Der Regio ist meiner, ICE eurer. Das sieht doch mal klasse aus, oder? Hat sich das Warten wieder gelohnt. Wie ein Flugzeug. Bei dem ist heute keine Fahrradmitnahme möglich, ist aber ein Doppeldecker. Dann mal gucken, ob wir da auch einen schönen Platz oben finden. Mal schauen. Ja, wenn ich Glück habe, hält er genau vor meiner Nase, wollte ich sagen. Ja, hier ist ja noch einer. Passt. So, dann mal rein. So, schönen Sitzplatz gefunden. Ja. So schaut's aus. So Leute, wir nähern uns so langsam Passau. Die schöne Donau hier nochmal zu sehen. Vielleicht kann ich ja noch ein paar Aufnahmen von Passau machen. Mal schauen, wie die Lage ist, ob ich beim Umsteigen länger brauche. So, wir kommen der Sache schon langsam näher. Hier ist so eine Schleuse. Schaut mal, hier oben ist es hoch und unten niedrig. Wenn Schiffe hier hin müssen, dann müssen die erstmal hochgebeamt werden. Da vorne in die Schleuse, dann hoch. Aber ihr kennt das ja. Aber was ich euch zeigen wollte, ist ja nicht diese Bagger hier. Und zwar müsste gleich am Anleger der Busparkplatz kommen. Den müsste man von hier aus gut sehen können. Oder auch hier Betriebshof. Jetzt haben wir natürlich die Waggons hier vorne, aber dann könnt ihr noch da oben drüber gucken. Dazwischen, wo ganz viele rote Busse sind. Ja, ist vorbei. Ich bin mal ein Stück weiter gelaufen. Ein Stück, das sind fast 500 Meter, also noch keine Kilometer oder so. Wenn man hier weiter, jetzt wo der Bus hier, mal gucken, was der macht. Der fährt, glaube ich,
Ja, genau. Genau richtig, weil nach 300 Metern Parkplatz für Busse, da fahren auch die ganzen Schiffe ab. Da laufe ich jetzt mal so ein bisschen mit euch hin, um euch noch mal dran zu erinnern, wie es damals war und wie es heute ist. Vor 2 Jahren war ich ja schon mal hier. Und das hier sind auch so eine Art Hotel, aber schwimmendes Hotel, wie ihr sehen könnt. Ja, ganz viele davon. Wer weiß, wo die alle herkommen. Die können dann hier Halt machen, die Leute können da drin schlafen abends, dann sich die Stadt angucken. Hier gibt es ja genug zu sehen, wie ihr selber sehen könnt. Oben so mit Schlösser und so, mit alte Kirchen. Wirklich sehenswert. So sehen diese Teile aus. Auch richtig toll gemacht alles. Ja, ich laufe mal noch ein bisschen, vielleicht finden wir da noch ein paar Reisebusse. Dann haben die Reisebus-Fans auch was davon. So, hier haben wir schon den ersten Reisebus, den 515 HD. Und da ganz hinten sind eigentlich auch noch welche. Aber der richtige Halteplatz ist hier. Kann man parken und dann hier mit diesem Donauschifffahrt eine Schiffsfahrt machen. Yep. So schaut's aus. Und mit diesem Schiff werden wir morgen fahren. Kristallschiff heißt das. Exklusiv mit Swarovski Kristalls. Der versucht hier zu drehen. Ein schönes Wendemanöver. Yep. So, jetzt muss ich mir noch einen Bus gucken, der mich dann wieder nach Büchelberg fährt. Aber hier genau habe ich mal gestanden und da war September und da war richtig zu Corona-Zeiten, wo nichts los war, war auch die letzte Fahrt, die ich da gemacht hatte und dann war alles Ende. So, jetzt muss ich mal nur sehen, wo ein Bus hält. Da vorne sind, glaube ich, ein paar Bushaltplätze. Dann laufe ich mal dahin. Und wo ich hier auf meinem Bus warte, sehe ich hier diesen kleinen Bus, den ich euch ja gerade schon vorstellen wollte. Mal gucken, vielleicht können wir das jetzt besser sehen, was das für einer ist. Scheint so ein Citybus zu sein. Ja, Heutzlebus, Heulitzbus. Keine Ahnung, was das für einer ist. Aber der fährt hier seine Linien. Ich glaube, der Kollege hat sich hier festgefahren. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum ist er hier geradeaus gefahren. Letztes Mal habe ich auch gedreht, weil den Grund zeige ich euch gleich. Jetzt muss er nämlich hier kämpfen, dass er hier wieder rumkommt. Ja, kann passieren, wenn das Navi was anderes zeigt. Ja, aber zum Glück war das jetzt nicht so ein riesenlanges Vieh wie der Volvo. Hat er nochmal geschafft, hier um den Pudding zu fahren. Der Grund ist, schaut mal da hinten. Ich zoome es mal näher ran. Bis 16 Tonnen nicht befahrbar. Der wollte sich das einfach machen, von da einfach nur über die Brücke, dann wäre er schon direkt auf der Hauptstraße. Ich zeige euch mal, welche Hauptstraße das ist. Und dem Kollegen ist das egal, der fährt einfach mal drüber. Okay. Das Schild ist doch eindeutig. Und plus Radweg sogar hier auf dem Boden. Und ja, von der anderen Seite hat man dann auch dieses Schild. Ja, aber wo kein Kläger ist, gibt es ja auch keinen Richter. So, nochmal hier die schöne Burg. Und nochmal hier über die ganzen Schiffe hinweg. Sehr schönes Panoramabild. Extra für euch, Leute. Ich bin natürlich auf die andere Seite gelaufen, um nochmal zu zeigen. Linienverkehr frei, aber ansonsten eindeutig darf man nicht rein. Ja, plus die Tonnen steht hier auf der Seite zwar nicht definitiv drauf, aber Linienverkehr frei. Aber auf der anderen Seite eben halt das mit den Tonnen. Und wer das missachtet, ich würde es nicht riskieren. Schaut mal, oben gibt es noch eine Kamera,
der dann natürlich die Kennzeichen und so aufnehmen kann. Und man weiß dann, ob es ein Linienbus ist oder nicht. Ja, so viel hierzu. So Leute, das Video ist zu Ende. Ich bin wieder zurück. Wie ihr sehen könnt, hier bin ich hier eingestiegen und jetzt bin ich hier auch wieder ausgestiegen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ihr werdet nächstes Mal natürlich wieder einschalten, wenn es heißt, Mehmet UE stellt wieder Bahnhöfe, Busse, Trains und wer weiß, was noch so etwas er sich überlegt vorzustellen. In diesem Sinne, macht's gut Leute, bis in einem anderen Video. Diesmal alles Gute aus Büchelberg wünscht euch euer Mehmet UE. Ciao Leute.